Hallo meine Lieben, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier von der Schatzsuche auf meinem Kanal Sondel die Waldfee. Mein Name ist Flo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auch ein herzliches Willkommen an alle neuen Abonnenten. Wir gucken uns heute die gleiche Fläche an wie in der letzten Folge, da konnte ich ja einige schöne Funde machen. Ihr seht, hinter mir rattert die Beregnungsmaschine ordentlich. Wir haben hier so 27 Grad im Schatten, wenn die Sonne mal rauskommt, bestimmt so 30, 31 Grad. Es ist wieder brütend heiß und ja, ich gucke gleich mal. Grüße gehen nochmal an meinen Sponsor abenteuer-schatzruhe.de. Jetzt kommt das kurze Intro für euch. Lasst mir schon mal ein Like da und dann sehen wir uns gleich beim ersten Signal. Oh, geniales 70er-Signal. Und mal gucken, ich glaube, da kommen wir auch so schon ran. Ah, die erste Musketenkugel für heute. Schön. 76er-Signal hier. Und mal schauen, was es ist. Wir haben es auf jeden Fall draußen. Oh. Kann es das sein? Ich glaube ein Stück Aluminiumdraht oder sowas. Toll, ey. Einen Meter weiter vorne haben wir das nächste Signal. Ach, scheiße. Ja, ist ein Projektil. Aber scheint nicht abgeschossen worden zu sein, sondern wahrscheinlich abgebrochen. Aber keine farbige Spitze zum Glück. Nur ein 53er Signal. Könnte vielleicht ein Knopf sein. Nein, das ist eine Münze. Ich drehe durch. Was ist das denn? Nein, ist das eine Silbermünze? Ich meine. Es sind 4 Pfennig wieder. Gucken wir uns gleich im Studio an. Jahreszahl kann man auch noch gut lesen. Eigentlich eine ganz schöne Münze. Und von hinten ja, ist sie relativ blank, aber geht auch noch. Geilo. Erste Münzfund, eine Silbermünze, ey. Knaller. Schön. Ja, da haben wir sie endlich, die erste Münze. Und es ist tatsächlich gleich eine Silbermünze, so wie ich auf dem Feld schon vermutet habe. Handelt es sich hierbei um 4 Pfennig. Wir schauen eben drauf. Und zwar von 1735 Braunschweig-Wolfenbüttel. Und wir schauen hinten auch nochmal drauf. Da sieht man noch so leicht den Herrscher. Und dabei handelt es sich um Karl I. Geprägt wurde die Münze von 1735 bis 1780. Also das heißt, wir haben hier das erste Prägejahr gefunden. Von vorne noch eine richtig schöne Münze. Und dann machen wir weiter mit dem nächsten Fund. Wir haben das nächste 51er Signal. Ich grab das jetzt einfach mal. Wer weiß, ob es nicht wieder Silber ist. Hey, diesmal ist es eine kleine Buchschließe. Auch ganz schön. Ich glaube, da ist vielleicht mit Glück sogar was drauf. Falls ja, dann schauen wir uns die auch gleich mal im Studio an.
Ja, ich meine, da ist so was drauf zu erkennen, aber ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Da haben wir ihn liegen, den nächsten Fund, eine Buchschließe, genauer gesagt eine Hakenschließe, denn es gibt natürlich auch andere Formen des Buchverschlusses, zum Beispiel Ösenschließen, aber hier haben wir eine Buchschließe, die oben einen Haken hat und dann in einen Konter quasi eingehakt wurde. Und wenn wir das noch genauer sagen wollen, handelt es sich um eine Riemenschließe, denn hinten war ein Lederriemen angenietet. Und das Ganze wurde dann quasi um das Buch geschlungen und oben am Buchdeckel war dann dieser Konter und da wurde das Ganze eingehakt. Übrigens, die Redewendung ein Buch aufschlagen stammt übrigens daher, dass damals die Bücher teilweise durch diese Schließen so fest verschlossen waren, dass man auf diesen Buchdeckel raufklopfen musste oder raufschlagen musste und dass dann diese Schließen aufsprang. Daher kommt die Redewendung ein Buch aufschlagen. Vielleicht auch nochmal ganz interessant an dieser Stelle. Und diese Buchschließe dürfte so aus der Spätgotik sein, ungefähr 1450 bis 1530, also durchaus schon etwas älter. Und ja, immer ein ganz interessanter Fund, nehme ich immer gerne mit. Und dann machen wir weiter. Wie in der letzten Folge gab es auch diesmal wieder einen richtig schönen Knopf. Wir haben hier ein richtig schönes 79er Signal, recht oberflächlich. Oh, es ist rund, aber es ist wieder ein Knopf. Leider ohne was drauf diesmal. Aber immerhin. Ein Knöpfchen. Boah, geil, schaut euch den mal an hier. Mal kurz den Spaten weg, dann habt ihr mehr Licht. Alter, das ist mal ein schöner Knopf. Keine Öse leider mehr dran, ne? Aber der ist ja richtig knaller. Den gucken wir uns auf jeden Fall gleich mal auch im Studio an. Mal wieder ein richtig guter Knopf. Spitze. Ja, da haben wir ihn schon stehen, den ersten schönen Knopf für diese Folge. Habe ich so auch noch nicht gefunden. Ich glaube, es ist ein Hohlknopf. Leider fehlt die Rückplatte mit der Öse, die muss irgendwann mal rausgebrochen sein. Also haben wir hier quasi nur den Knopfdeckel gefunden. Aber richtig toll verziert. Ich weiß leider nicht, um was für eine Art Knopf es sich dabei handelt. Könnte irgendwie vielleicht ein Trachtenknopf sein oder so. Habe ich so in dieser Art noch nicht gefunden. Also wenn ihr da vielleicht eine Idee habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Und ja, dann machen wir tatsächlich weiter mit dem nächsten schönen Knopf. Was ist das denn? Ich raste aus. Nein, ich bin nicht der German Treasure Hunter. Es ist ein Knopf, aber es ist ein Knopf mit einer Krone und einer 2 darunter. Vorne fast so artig gemacht wie wie eine Münze. Aber ich glaube tatsächlich ist es keine Münze. Es ist diesmal irgendwie ein Münzknopf-Imitat. Aber auch witzig. Gucken wir uns auch gleich mal im Studio an. Nicht mehr ganz so toll erhalten, also fehlt drumherum schon einiges. Schon abgeblättert, abgebrochen. Aber trotzdem ein cooler Fund auf jeden Fall. Ja, da haben wir einen ganz ulkigen Knopf gefunden mit einer Krone und einer 2. Er hat auch Umschrift, ich kann sie leider nicht entziffern. Hinten ist auch noch ein Ortsbezug hier, regional. Ich habe das dem Archäologen schon mal geschickt, den Knopf. Habe ihn gefragt, ob er eine Idee hat. Er sagte auch gleich, Mensch, irgendwie vielleicht von Militär oder sonst irgendwie was. Das Material scheint allerdings minderwertig zu sein, denn er bricht an der Seite schon sehr stark weg und ist ein bisschen bröselig vom Material, also es ist nichts Hochwertiges auf jeden Fall. Wir schauen mal eben vorne drauf. Und ja, da werde ich noch ein bisschen weiter forschen müssen. Vielleicht kriege ich noch raus, um was für eine Art Knopf es sich dabei handelt. Und dann gab es natürlich auch wieder viele andere Funde und die gucken wir uns jetzt mal im Schnelldurchlauf an.
Hier haben wir nochmal ein fettes 80er Signal irgendwo. Ah, es ist zu groß, es wird Müll sein. Was sage ich? Ach Mist. Die gute YouTube, würde ich sagen. 90er Signal. Ich habe was Grünes gesehen. Ah, das ist schon wieder ein scheiß Projektil. Ah, hier wurde geballert, ey. ...65er Signal. Das ist eine blöde Aluminiumkappe. Heute läuft nicht. Kinders, das hat gedauert. Wir haben die nächste Münze. Ein Groschen von 1858. In einem grandiosen Zustand. Da braucht man eigentlich gar nichts mehr reinigen. Bisschen Wasser und dann ist gut. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Müll ich in der Zwischenzeit ausgegraben habe. Wirklich der Wahnsinn. Aber es wurde doch noch belohnt. Mal gucken, so 2 Bahnen mache ich vielleicht noch. Ja, da sagte ich auf dem Feld schon bei dieser Münze, braucht man eigentlich nicht mehr viel machen, außer sie mit Wasser zu reinigen. Ganz so war es dann doch nicht. Die war so ein bisschen fleckig. Und ich zeige euch die mal. Ich habe sie jetzt komplett sauber gemacht, weil die Patina nicht durchgehend war. Das finde ich dann so schöner. Es handelt sich um einen Groschen. 1858, eine richtig schöne Münze in einem tollen Erhaltungszustand und von Braunschweig-Kaltenberg, Hannover, Georg V. Wir schauen hinten auch noch mal eben drauf. Da sieht man schön das Hannoveraner Pferd. Ne? Königreich Hannover von wie gesagt, Georg V. 1851 bis 1866 wurde diese Münze geprägt. Und ich habe diese Münze übrigens mit diesem neuen Reinigungssystem hier von Novos-Via gereinigt. Und das funktioniert echt super toll. Da gibt es verschiedene Reinigungsstärken, da könnt ihr im Endeffekt auch nur punktuell mit reinigen, weil es auf Gelbasis ist. Wen das interessiert, der kann gerne mal bei zum Beispiel abenteuer-schatzsuche.de vorbeischicken. Da ist auch ein Video zu Carsten verlinkt, der hat nämlich da schon mal ein richtig ausführliches Video zu gemacht, deshalb mache ich das jetzt hier nicht. Aber kann ich auf jeden Fall empfehlen, funktioniert. Und dann machen wir weiter, dann gab es noch einen richtig alten Fund und den gucken wir uns jetzt nochmal an. Wir haben den nächsten schönen Fund, einen kleinen Fingerhut und der dürfte tatsächlich aus dem Mittelalter stammen. Schauen wir uns auch gleich mal im Studio an. Auch ganz komisch mit so einer Spitze gemacht. Relativ klein auch, würde mir vielleicht gerade so auf den kleinen Finger passen. Aber ein schönes Stück, auch noch ganz. So ein paar Kerben links und rechts hat er. Aber sonst ein super Haltungszustand eigentlich für so einen alten Fingerhut. Ja, hier haben wir den schönen Fingerhut mit dieser komisch geformten Spitze, hatte ich so auch noch nicht. Und ich hatte ja auf dem Feld gesagt, der hat 2 Kerben. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das nicht vielleicht sogar so gehört und da ursprünglich vielleicht mal die Nähnadel irgendwie befestigt werden konnte, um für den Transport zum Beispiel oder so. Wir schauen den mal an. Die Punkte sind oder die Vertiefungen sind auch recht unregelmäßig, deshalb wird das noch Handarbeit sein und ich denke, dass er so in spätem Mittelalter, frühe Neuzeit auf jeden Fall datieren wird. Also ein ganz, ganz toller Fund nochmal und auch richtig schön erhalten noch.
Ja, und dann sage ich auf jeden Fall danke fürs Ansehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Dann lasst mir ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Abonniert gerne den Kanal Sondel die Waldfee. Wir sind kurz vor 6.500 Abonnenten. Wenn wir das schaffen, freut mich sehr drüber. Dann geht es auf die 10.000 zu langsam. Mein nächstes großes Ziel. Ja, und hier verlinke ich euch nochmal 2 weitere Videos. Wenn ihr sie noch nicht kennt, schaut gerne rein. Grüße gehen nochmal an abenteuer-schatzsuche.de. Vielen Dank, Jochen, für deine Unterstützung. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Macht's gut.